Waldendreck. Okay, nein. Waldendreck. Oh, Digga, ich mein's ernst, es brennt. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Younes. Bist du bereit? Ich bin bereit, bist du bereit? Ja. Heute geht es ums Preise raten und wir legen direkt los. Jetzt so zum Thema Uhren. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte? Nee, gar nicht. Also Nee, ne? Thema Uhren, also die einzige Uhr, die ich habe, sind so von Boss und Casio. Das sind die, die ich geschenkt bekommen habe. Okay, aber generell findest du es schon interessant, so mehr oder weniger. Interessant, deswegen bin ich ja heute hier, ne? Genau, Deswegen so sind sieht's wir nämlich hier. aus. Und heute in dem Video geht es darum, ich zeige dir ein paar Uhren und du sollst die Preise raten. Wir werden so ein, sagen wir mal, ein kleines Plus-Minus einbauen, ne, von, sagen wir mal, 5% Abweichung. Falls du falsch liegst, dann natürlich gibt es auch eine kleine Bestrafung. Ne? Und wie könnte es anders als bei mir sein mit Schärfe? Okay. Aber wenn ich richtig liege, dann musst du hier essen, ne? Das ist ein Argument. Okay. Das ist ein Argument. Ja, das ist nicht schlecht. So machen wir Das es. ist ein Argument. Bei Schärfe ist es so, kannst du scharf essen oder? Ich komme aus Marokko, aber so scharf jetzt ist nicht so, nee, ich esse jetzt nicht gerne scharf. Nee, du isst nicht gerne scharf? Nein, du? Also, das ist mein Lebensinhalt. Ja. Ich fange morgens an mit Schärfe und dann geht's los. Aber wir fangen, würde ich sagen, mal an mit der ersten Uhr. Okay, alles klar. Und zwar, ja, nehmen wir mal die Breitling hier. Das hier ist eine Breitling Endurance. Die hat so ein spezielles Werk drin, womit man halt die Zehntelsekunde hier messen kann. Okay. Und ja, das ist ein etwas neueres Modell, sehr, sehr leicht, hat so eine Art Carbon-Gehäuse. Kannst du mal... Also, Breitling kennst du ja als Marke. ich kenne Breitling und ich muss wirklich sagen, also ich bin ein bisschen, also jetzt vom Weiten, als ich die Uhr gesehen habe, ich dachte, das ist so wie so eine Fossilo oder so für 120 Euro oder irgendwo sowas. So dachte ich wirklich am Anfang. Okay, perfekt. Aber nein, das war jetzt nicht, dass ich das geschätzt Also habe. wenn du Nein, das war findest nicht. du die Produkte, die ich verkaufe, Schmutz? Interessant, okay. Nein, aber das war von weit. Ich dachte, das ist jetzt so. Ich dachte, das sind alles teure Uhren und das ist so die billige Uhr und du willst so mich damit so triggern so. Ah, okay. Mhm. Okay, aber anscheinend nicht, weil wenn die von Breitling kommt und du hast ja, der hat ja einige Features, also die fühlt sich aber auch nicht so hochwertig an, muss man schon sagen. Die ist sehr leicht. Die ist sehr, was sagst du denn? Die fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Ja, ist halt, es gibt aber auch Uhren, zum Beispiel die hier, da weißt du ja selber, die ist auch, sagen wir mal, ein bisschen wird der teurer sein, die ist auch leicht. Also Gewicht ist jetzt nicht quasi gleichzusetzen mit dem Preis. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ja, okay. Okay, ich schätze jetzt mal aber, ja. Also Breitling, ich bin im Thema Uhren, ich habe da gar keine Ahnung. Schätzen bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Aber ich muss erstmal so einen groben Richtwert haben. Aber okay, ich sag jetzt mal, die Uhr jetzt schätze ich mal 30.000. 30.000 Euro? Ja. Okay. Das, da braucht man nicht den Spezialisten hinter der Kamera. Nein, die Uhr kostet, glaube ich, um die 3.000 Euro. Schätzen bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Oh Mann, ich hab gewusst, das ist die billigste Uhr bestimmt hier, oder? Also 30, du hast direkt einen rausgehauen. 30 Mille? Ist es nicht ein normaler Standardpreis für Uhren? Nein, das ist kein normaler Standardpreis. Nein, die liegt so, ich glaube, um die 3.000 Euro. Ich würde niemals für die 3.000 Euro zahlen. Ich würde niemals 3.000 Euro zahlen. Ich weiß erstmal so ein kleines, Nicht ein kleines Stück, du bist schon ein Mann. Machst du Hälfte, musst du schon mitnehmen. Ey, gerade ist noch so, wie du dich wohlfühlst. War wohl nichts, okay. Die Hälfte. Wie viel Hälfte, gell? Ja. Muss ich kauen oder direkt runterschlucken? Also besser, du kaufst ein bisschen. Okay. Ich bin schon scharf, gell? Ich bin schon da. Oh. Die sind, glaube ich, bei mir sogar aus dem Garten. Ehrlich. Ja. Ich freue mich für dich. Komm. Das kommt. Boah, es brennt langsam ein bisschen. Aber ist okay noch, ist auszuhalten, ne? Ist okay. Ja, ist okay. Ich schätze mir besser. Dann gehen wir mal weiter. Patek Philippe, die Nautilus. Und zwar hier, die Marke Patek Philippe, kennst du ja, ne? Ist einer, die gehört zu den Top 4 Marken. Oder APG, Rolex, Richard Mille und Patek Philippe. Und das ist jetzt die Nautilus. Die ist jetzt in Weißgold, hat einen Sichtboden, kannst du dir mal anschauen. Okay, meine Frage. Kann ich ein paar Fragen stellen? Stell eine Frage, Okay, ja, stell eine Frage. das habe ich am Anfang nicht so gemacht. Das wusste ich ja nicht. Ja. Ist die selten? Also zurzeit gibt es davon auf dem europäischen Markt 5 Uhren. Von diesem Modell. Von diesem Modell also, ja. Generell, die Uhren sind teuer. Also ich will jetzt nicht die wissen, aber generell von der Marke, die Uhren sind teurer. Ja, Patek ist auf jeden Fall, wenn man so sich in der Uhrenwelt umschaut, also Rolex, von den 4, die ich genannt habe, ist Rolex das günstigste. Danach kommt Audemars Piguet, danach kommt Patek und danach kommt Richard Mille. Okay, dann schätze ich hier 60.000. Schon wieder nicht! Ei, fast. Also ich sag mal so, wären wir jetzt im Jahre 2019. Okay, nein. Warte. Ich glaube, ich muss hochgehen, gell? Ich muss hochgehen. Muss mal umgehen. Ich habe noch einen Versuch, also, ja? Ja. 90.000. 90.000 Euro plus minus 10%, also du bist bei 110.000 Euro. Waldendreck. Aber wir lassen es erstmal durchgehen. Ne? Wir wollen dich jetzt nicht direkt komplett zerstören. Aber, ja. Also es brennt immer noch, gell? Ja, das
Ja, immer noch. Das ist interessant, ja. Nur vor allem im Hals. Dann geht's weiter mit der nächsten Uhr. Ich glaube, auf die hast du ein Auge geworfen, auch privat einfach mal so hier mit rumzulaufen, oder? Das sieht mir so nach dir aus. Das ist von dem Hersteller Frank Müller, nennt sich Golden Coco. Kannst du dir mal auch anschauen, aus Roségold. Also die sieht französisch aus. Kommt die aus Frankreich, oder? Nee, also auch ein Schweizer, es ist ein Schweizer, Frank Müller, der hatte die Marke gegründet in den 90er Jahren, war Anfang der 2000er sehr populär. Ich muss gerade mal selber nach dem Preis gucken. Du weißt selber nicht. Ja. Nee, das... Aber ist die selten? Also die Frage ist falsch. Natürlich, wenn du jetzt guckst im Verhältnis zu einer Rolex, natürlich ist die seltener, weil die ja auch nicht von so vielen Leuten gekauft wird. Ne? Weil die nicht so viele Leute kaufen wollen. Genau, also ist halt schon vom Geschmack her ein bisschen spezieller. Ich gehe davon aus, dass die auf jeden Fall günstiger als die ist. Also das heißt, dass die hier teurer ist. Korrekt, Das, okay, halten mich schon mal fest. Und ich glaube aber, dass die teurer als die hier ist. korrekt. Okay. Das heißt, wir bewegen uns zwischen 3.000 und 110.000. Irgendwas da in der Mitte. Ja. Okay. Das ist, du bist ja fast da. Also, was hast du geschafft? Okay, gut. Aber ich würde jetzt hier schätzen, also ich sag jetzt aber vom Gefühl her würde ich zwischen 25 und 35 jetzt gerade sagen. Und ich würde mich, glaube ich, einpendeln bei 27.500. Also das können wir erstmal so, sag ich mal, gelten lassen. Der Listenpreis, also es gibt ja einen Listenpreis, so wie die Uhr neu kostet. Neupreis der Uhr ist um die 30.000 Euro. Oh mein Aber der Verkaufspreis im Markt ist gerade 17.000 Euro. Aber wir lassen es 17.000? Genau, es kostet 17.000 Euro. Für 17.000 Euro brutale Uhr, oder? Alter, guck mal hier. Ich will die auch nicht für 17.000. Aber krass, also das heißt, Hate ruhig meine Produkte, ne? Ist alles gut, das ist kein Problem. aber was das heißt, also Genau, der Listenpreis vom Hersteller ist höher als der Marktpreis aktuell. Das ist wie beim Auto, wenn du jetzt, sagen wir mal, was kann man kaufen für ein Auto, was nicht... egal welches Auto, du fährst vom Hof, weniger wert. So ist es bei dir auch. krass. Ja. Aber da bist du nochmal mit davon gekommen. Wir machen jetzt weiter Okay, ja, gut. mit der Uhr. Die Uhr, muss ich sagen, ist krank. Ich schwöre, ist geistkrank. Ja? Ist nichts Kommerzielles, also ist jetzt nichts, was du kennen wirst. Kennen auch so die wenigsten. Aber diese Uhr hier ist wirklich geisteskrank. Gröbel und Forsey, ein Hersteller, die machen, glaube ich, 100 Uhren für die Welt pro Jahr. Ganz, ganz selten. Eine gigantisch große Box mit dabei. Und innen drin hast du halt so ein Tourbillon, also quasi das Herz der Uhr, was sich so dreht. Und ja, hier sind 22 Stück weltweit und das ist die Nummer 3. Das ist die Nummer 3 sogar. Ja. Ist es wichtig für den Preis, ob das jetzt die dritte oder die erste Uhr war oder so? Ja, ja. Okay, also das heißt, Beeinflusst schon den Preis. Die Nummer 3 ist halt meine Lieblingszahl jetzt, aber so gesehen ist jetzt nicht... Die Nummer 1 ist natürlich noch wertvoller, ne? Klar. Aber es geht wesentlich um die Uhr als solches. okay, also ich stelle mal wieder ein paar Fragen. Also, dass sie selten ist, wissen wir mittlerweile jetzt schon. Hast du schon erwähnt. Ich kenne die Marke jetzt auch nicht, aber die sind anscheinend sehr exklusiv, deswegen glaube ich, stellen die schon sehr teure Uhren her. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Uhr auch teurer als die hier ist. Also das heißt, wir bewegen uns, glaube ich, hier bei einem Preissegment über 110.000. Ja. Ja. Okay, ist das die teuerste Uhr hier von allen? Aber warte, wir müssen unterscheiden. Also wenn ich jetzt schätze und es ist irgendwie jetzt am Marktpreis oder Listenpreis dran, ist es egal. Also, Ja, ja. Okay. Ist der Marktpreis höher als der Listenpreis? Okay, das heißt, hier haben wir wieder, dass hier der Listenpreis höher als der Marktpreis Genau. ist. Okay, dann gehen wir bitte mal vom Listenpreis erstmal aus. Das ist die teuerste Uhr. Vom Listenpreis. Ja. Und vom Marktpreis die zweiteuerste? Ja. Okay, dann würde ich sagen 350.000. Was denn? Muss ich jetzt sagen, Listenpreis oder Ja, Marktpreis? okay, nein. Das ist ja zu viel. Da muss man leider sagen, bist du daneben. Und zwar, diese Uhr kostet Liste 500.000 und jetzt gerade im Moment im Markt 200.000. Was habe ich gesagt, 350 oder Ja, genau, 350. hast du Boah, gesagt. bin ja voll daneben, Alter. Da liege ich falsch wie die Zähne von Roland Siegen. Ja, was soll man sagen, ne? Voll Dreck. Eieieiei. Ich glaube, es wäre sinnvoller für mich, wenn ich ein nächstes nehme. Ja? Weil ich glaube, da sind jetzt sind ja ganz viele. Ist nicht doch so, oder? Da sind diese ganzen Kerne drin und die sind ja richtig scharf und die sind ja immer hier oben, die ganzen Kerne. Ja, also ich sag mal so, die hier wird jetzt, ich kann dir nicht sagen, ob die hier im Wesentlichen weniger. Okay, nimm mal die. Komm, probier mal die. Lass mal die weg, vielleicht bist du danach richtig. Ich glaube, die ist auch bei uns aus dem Garten, ne? Ja. Okay, nimm die. Die hat Monte auch gegessen, kann ich sagen. Und Monte, jeder weiß, Monte ist nicht derjenige, der schärfer kann, ne? Wird er darauf reagiert? Das können wir vielleicht hier kurz einblenden. Da kommt nichts mehr. Ich knack schon. Okay. Ich glaube, du hast keine Kerne mit dabei gehabt, ne? Also ich bin schon scharf, aber ich glaube, die meisten Kerne sind hier. Guck mal. Ja, das war ein kleiner Cheatcode, muss man sagen, ne? Boah, war echt nicht so scharf, Alter. Ich habe Glück gehabt. Die Kerne nicht. Also schon ein bisschen scharf, aber die war schärfer. Okay. Glück gehabt. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns zu einem Produkt, was
ich eigentlich super gerne habe. Und zwar Richard Mille. Hoppala. Geht noch, ne? Ja, also die brennt jetzt ein bisschen im Nachhinein ein bisschen mehr. Und zwar Richard Mille, Johann Blake, ein absolutes Meisterwerk. Ne? Du kannst auch übrigens durch die Uhr durchgucken. Ähnlich wie bei der Bubba Watson. Wurde mal produziert, ist auch schon ein eingestelltes Modell. Hat so ein asymmetrisches Case. Also der Bandanstoß oben und unten ist unterschiedlich. Wurde für einen Läufer gemacht. Wie viel hat die nochmal? Marktpreis 250. Oh, 200. 200.000. Ich schätze, ich weiß nicht warum, aber ich würde die auf 250.000 schätzen. Ich weiß nicht warum. Also Ashraf, der hat so eine ähnliche Uhr. Weißt du, was der Ashraf für die Ich Uhr? kenne seine Uhr, ja. Ist die Uhr von Ashraf teurer als die hier, oder? Nein, nein. Die ist teurer? Ja. Ist auch bei Richard Mille ist auch die Größe spielt ein bisschen die Komplexität des Werks. Ne? Du siehst hier die Brücken und so weiter. Das ist, Ja. ich glaube, er ist am Kämpfen, oder? Du bist am Kämpfen hier. Es wird immer schwerer und schwerer, die Uhren zu erraten vom Preis her. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Gefühl, ich habe diese Uhr gesehen und es sieht aus wie eine 250.000 Euro Uhr. Also die hat mal 250 gekostet, auf jeden Fall Wie lange ist das her? 10 Monate. 10 Monate? Vor 10 Monaten lag sie so bei 250. Okay, dann kann sie ja keine 500.000 jetzt kosten auf jeden Fall. Dann glaube ich so, dann ist es so bei 300.000. Finale Antwort? Warte, das ist immer so finale Antwort. Ja, ich glaube 300.000. Ja, können wir gelten lassen. Also momentan liegt die im VK bei uns um die 310.000, 320.000 Euro. Und ja, können wir mal so. Ich habe doch jetzt 2 Uhren schon richtig geraten. Du hast nicht nur eine Paprika gegessen, oder? Haben wir da nicht irgendwas gesagt, hä? Das werden wir erst jetzt auf. Jetzt musst du eine ganze essen. Okay, ist klar. Aber wir fangen mit der hier an, oder? Ja, genau. Ja, stimmt. Hast recht, ne? Da habe ich mich einfach vorgedrückt. So einfach schummeln. Okay, muss Ganze essen, ne? Und wird scharf? Wenn es bei mir scharf ist, läuft meine Nase die ganze Zeit. Muss ich mir die Nase putzen, wenn es scharf wird. Na, geht. Ehrlich? Kannst du mal aushalten. Wirklich? Ja. Oh ja, das ist Chef aufgewachsen, ne? Ja, ich bin mit Schärfe aufgewachsen. Typisch deutsch, ne? Typisch deutsch, ja, gerade typisch deutsch. Kommen wir zur letzten Uhr. Okay. Und zwar die Salvatore Dali Softwatch. Wird gerade im Moment so, Social Media ist so ganz präsent eigentlich, weil die Cartier Crash so durch die Decke gegangen ist. Ne? Wir alle kennen die Bilder von Kanye West. Und das hier ist halt so eine Alternative zu dieser Uhr. Kannst du dir mal anschauen. Salvatore Dali, man kennt so diese Uhrenbilder, die so verlaufen. 70.000. Ohne viel reden, 70.000. Ohne reden, 70.000. Ohne reden, 70.000. Muss ich jetzt nachrechnen, ob wir, vielleicht kannst du mir helfen. Warte mal, ob wir mit 5% dran sind. Guck mal hier, sind wir da dran? 2.000. Nee, sag noch einmal, sag mal kurz, guck kurz in die Kamera. 2.900 Euro, genau. Also eine etwas günstigere Alternative. 2.900. Also ich würde die Uhr sowieso nicht tragen. Ich würde sie auch nicht für 2.900 Euro tragen. Aber ich dachte auch, dass die jetzt toll keiner, weil die so fancy aussieht. So. Ja. Quallendreck. So, welche willst du nehmen? Die hier? Das ist dein Video, sag mich das. Ja, nimm die hier. Ehrlich? Das war mit Spaß eigentlich, gell? Wirklich die jetzt, oder? Ja, die ist, glaube ich, nicht so scharf. Die jetzt hier meinst du? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht, dass sie schärfer ist als die andere. Aber ich muss die bis hier essen, oder? Was ist denn so los? Ja, probier mal. Bisschen, einfach ein Stück. Muss nicht ganz essen. Aber muss ich sagen, hat keine Furcht. Ne? Normalerweise, wenn ich mit den Jungs drehe, alle haben immer Angst. Bei dir so, du bist furchtlos. Furchtlos, ja? Ja. Ich wollte gerade was sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich bin Marokkaner. Okay. Oh, viel klein. Aber muss nicht scharf sein. Ich weiß es nicht, ob die jetzt scharf ist. Wir haben auf jeden Fall Milch da, müssen wir gleich Milch holen. Und? Kann auch sein, dass du Glück hast. Ich habe die selber noch nicht gegessen. Oh. Das brennt nur im Hals gerade. Aber so. Es brennt im Hals, aber warte mal kurz. Meinst du, ist sehr scharf oder? Fang ich an zu schwitzen? Es fängt wirklich an zu brennen. Nee, echt? Ja, Mann, Digga. Soll ich mir Milch holen? Ja, hol mal bitte Milch, bitte und Papier. Oh, das brennt, Digga, wirklich stark. Milch? Die war scharf, gell? Warte. Oh, jetzt brennt richtig mal während. Ich brauch Milch. Milch und Brot. Oh, Digga, ich mein's ernst, es brennt. Wäre jetzt schlecht, wenn man laktoseintolerant ist, ne?
Bist du aber nicht, oder? Nein, du. Nee. Das sollte jetzt schon kühlend sein, ne? Eiskalte Milch. Oh, das hilft sehr stark gerade. Ah, muss ich sagen, hast dich aber sehr wacker geschlagen. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, vielen Dank dir für den Besuch. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Spiel, wo es tatsächlich um eine Uhr geht, die du dann gewinnen kannst. Das Ganze wird man wahrscheinlich bei dir auf TikTok sehen können. Und wer weiß, vielleicht kannst du die Uhr auch dann mitnehmen. Das Ganze findet ihr hier in der Beschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei, wenn er wieder fit ist. Ja. Und von daher sage ich vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Ja.